Hey, hallo! Willkommen im schönen Frankenland und mein Name ist Maximilian Götz. Ich zeige euch mal hier meine Wohnung. Wir sind ja in Uffenheim, das ist in Mittelfranken in Bayern. Den Ausblick genieße ich wirklich so oft es geht und im Sommer ist es super schön, auf der Terrasse zu sitzen, zu grillen, mit Freunden sich zu treffen. Also hier haben wir genügend Platz in der Wohnung. Hier ist der Essbereich. Da sitzen wir auch gerne zusammen und diskutieren gerne und quatschen und spielen und essen natürlich. Dahinter ist die Küche von Mustering, mal in schwarz gehalten. Und hier mein Wohnzimmer, wo ich dann auch gern mal einfach nur mal chille, wenn ich zu Hause bin. Ja, zu Hause ist man, glaube ich, auf der ganzen Welt. Also ich fühle mich zumindest so. Ich bin super viel unterwegs und egal, wo ich hinkomme, werde ich immer mit offenen Armen willkommen geheißen, was sehr cool ist in verschiedenen Teams, mit verschiedenen Teamkollegen. Aber daheim ist nochmal was anderes. Daheim ist da, wo ich wohne, wo ich lebe. Ja, Handwerk ist auch ein Riesenhobby von mir und ich habe ein paar Sachen selbst designt und umgesetzt. Ich habe die ganzen Lampen aufgehangen. Hier im Gästebad hängen 23 Lampen. Das beruhigt unheimlich, kann ich euch sagen. Und macht mich auch mächtig stolz, dass sie da oben hängen. Also ein absolutes Highlight. Ihr habt euch gewundert wahrscheinlich, warum relativ wenig in der Wohnung steht. Wenn meine Freundin das mitkriegt, dass hier überall Motorsport passiert, dann ist es ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich hier im Büro einen Raum, wo ganz viele schöne Erinnerungen hängen. Und wenn ich dann hier am Schreibtisch sitze und es gibt als Rennfahrer echt sehr viel zu tun. Flüge buchen, Rennberichte schreiben, telefonieren. Also bürokratisch sind wir da auch genauso unterwegs wie jeder andere auch. Also sehr viel zu tun. Habe ich hier einen Überblick und eine schöne Erinnerung, was ich in den letzten 30 Jahren und 13 Jahren mit Mercedes AMG erlebt habe. Hier stehen auch ein paar Modellautos. Ich meine, am Ende, es gibt noch viel, viel mehr zu sehen. Und da gibt es eine Garage, wo ich alles gesammelt habe die letzten Jahre und das schauen wir uns jetzt an. Aber jetzt fahren wir erstmal durch Uffenheim mit meinem Dienstwagen, ein GLE 53. Super cooles Auto, muss ich sagen. Es ist genau das richtige Reiseauto für mich. Es ist groß, man hat Platz, man sitzt etwas höher. Super, super schönes Reiseauto. Die Außenfarbe gefällt mir sehr gut. Auch innen drin, das Interieur, einfach, ja, tolles Auto. Und ja, servus, grüß dich. Uffenheim ist für mich Tradition, Heimat. Ich kenne halt super viele Leute, super viele kennen mich zum Glück. Und das ist einfach schön, wenn du hierher kommst und eine riesen Familie hast. Vereine, die ich auch mitgegründet habe, die immer noch existieren. Zum Beispiel der Trachtenverein Uffenheim, den habe ich damals mit meinen Freunden gegründet. Ich bin seit 12 Jahren in der Feuerwehr, vielleicht sogar ein bisschen länger, bin durch Freunde dazugekommen und das ist kein Hobby, sondern eher eine Berufung, muss ich sagen. Und jetzt sind wir eigentlich schon da und ihr seht schon hier, da steht nämlich auch mein Wohnmobil. Das muss ja auch irgendwo geparkt werden, weil an der Rennstrecke bin ich immer mit dem Wohnmobil unterwegs. So, jetzt sind wir final in meiner Garage. Ich muss dazu sagen, es war früher eine Schreinerei, die wir als Familienprojekt umgebaut haben. Hat ein Jahr gedauert, war knallharte Arbeit, kann ich euch sagen. Aber jetzt ist alles versammelt hier. Meine ganzen Erfolge spiegeln sich jetzt hier in dieser Halle. Ich habe auch ein paar Autos dastehen und es war wirklich ein Gemeinschaftsprojekt. Mein Dad hat auch ein paar Pokale hier, der ist selbst Rennen gefahren früher. Ich bin dann auch mit meinem Dad zum Norrisring gegangen, 94 zu meinem ersten DTM-Rennen. Dort habe ich Bernd Schneider getroffen, Klaus Ludwig, die ganzen Legenden, Hans-Joachim Stuck. Und es war sofort klar, dass ich Rennfahrer werden möchte. Ja, hier vorne direkt mein erstes Auto ist AMG GT50, 50 Jahre Edition AMG. Warum dieses Auto? Weil das war das erste Sondermodell von AMG, basierend auf quasi meinem Rennwagen oder umgekehrt, weil der GT ist ja mein Rennfahrzeug und deswegen dachte ich, das Auto muss sein, der muss in die Sammlung, definitiv. Hier Black Series C63, super geiles Auto. Mit diesem Motor, der in diesem Auto ist, habe ich ja alles gewonnen. Im SLS, genauso wie im AMG GT3. Ja, und im Hintergrund seht ihr eine riesen Wand an Pokalen. Ich glaube insgesamt 400 oder so, also das ist eine riesen Anzahl. Hier in der Mitte meine Wall of Fame mit natürlich dem DTM-Pokal aus 2021, aber auch hier oben ADAC GT Masters Champion und hier rechts 24 Stunden von Spa-Sieger 2013. Sind auch ein paar ganz coole Details, wie zum Beispiel meine originale Unterwäsche.
wo ich 2021 gefahren bin, die Handschuhe dazu. Ja, ich habe auch zu jedem Pokal das passende Modellauto stehen. Also irgendwann ging es ja mal los, dass du die kleinen Modelle bekommst, 1:43, 1:18. Und ich habe geguckt, dass wirklich passend zu jedem Pokal, hier zum Beispiel der SLS in Schwarz, zu dem Pokal auch passt. Und das war mir ganz wichtig, dass welche, die mich besuchen kommen, das auch sehen, mit welchem Auto ich was gewonnen habe. Ja, dann mein Go-Kart aus 1998, also auch schon ewig her. Mit dem wurde ich damals Deutscher Meister im Kart. Hier drüben auch ganz schön zu sehen und es ist für mich was ganz Besonderes. Und zwar, hier ist mein allererster Pokal, nämlich von 1994. Das heißt, ich mache das Ganze jetzt schon 30 Jahre. Und ja, genau 27 Jahre später habe ich diesen Pokal gewonnen, nämlich am Norrisring. Das ist der Originalpokal von meinem Titelgewinn 2021. Also diese beiden Pokale bedeuten mir mit Sicherheit am meisten. Ich würde schon sagen, dass Motorsport mein Leben ist, meine Welt ist. Und ich war damals faszinierend vom Fernseher gesessen, habe Formel 1 geguckt, DTM. Bin dann zum ersten Mal selbst Kart gefahren und dieses Grinsen habe ich heute noch drauf, wenn ich aus der Box fahre, wenn ich ins Qualifying gehe, wenn ich ein Rennen fahre. Und das ist die beste Bestätigung. Hier auf der Seite haben wir GT Masters, damals mit der Mamba, mit Wandfilter, IGTC, auch Bathurst, wo ich auf dem Podium stand, 3. Platz. Auch dazu immer die Mützen, unterschrieben von meinen Teamkollegen. Hier zum Beispiel Jamie Whincup und Shane van Gisbergen. Also auch ganz cool, dass ich sowas habe. Ich meine, jeder andere wird sagen, cool, aber für mich bedeutet es halt einfach super viel, weil ich die Persönlichkeit dazu habe, hier dabei habe bei mir, die Fahrer, mit denen ich gefahren bin. Und es ist eine ganz coole Sache. Hier natürlich geht es weiter. Das ist zum Beispiel alles, was SAO, IGTC angeht. Gewinnerpokal auch nochmal von Spa. Ich habe das ja zweimal gewonnen, einmal in der Pro und einmal in der Pro-M-Klasse. Das ist der große Pot ist von der Pro-M-Klasse. Warum, weiß ich auch nicht, aber der Pro-M-Pokal ist größer wie der eigentliche Pro-Pokal. Und ja, dann geht es weiter hier Nürburgring, 24 Stunden, durfte ich auch schon ein paar Mal auf dem Gesamtpodium stehen. Ich wurde zweimal Zweiter, einmal Dritter. Der Sieg fehlt noch, aber der kommt noch. Deswegen braucht man ein bisschen Platz, dass wir den da hinbringen. Und auch hier wieder Rennschuhe, die ich damals gefahren bin. Man sieht die Kampfspuren und sowas schmeißt man natürlich nicht weg. Das hebe ich auf und hat für mich auch einen ganz persönlichen Wert. Den bin ich vor einigen Jahren gefahren und ihr seht's, hier sind alle meine AMGs drauf, mit denen ich irgendwas gewonnen habe, gefahren bin. Also die sind nicht nur hier in der Garage verewigt, sondern eben auch auf dem Helm. Und es ist eben für mich persönlich ganz, ganz wichtig, diese Verbindung zu AMG zu haben. Ich bin jetzt seit 13 Jahren auf dem AMG unterwegs und mein Herz schlägt dafür einfach. Und es muss sein, dass in so einer Sammlung so viele persönliche Dinge einfach nicht fehlen dürfen. So, und jetzt stehen wir vor der Wand, die mir auch ganz viel bedeutet. Warum? Weil hier meine ganze Mercedes-AMG-Geschichte irgendwo drauf ist, angefangen auch von dem SLS, den ich damals gefahren bin, mit Haribo 2015. Der Künstler hat sich dabei gedacht, wenn ich fahre, hinterlasse ich Spuren, Abrieb und eine Geschichte. Und jedes Ritzel, goldenes Ritzel, steht für eine gewonnene Meisterschaft. Nordschleife, wichtiges Thema. Hier das originale Seitenteil eben zu dem Auto mit der Bremsscheibe. Also eine ganz coole Erinnerung. Darüber hängt der Overall, von dem ich übrigens jeden habe. Also jeden Overall, den ich gefahren bin, habe ich in meiner Sammlung. Und hier auf dieser Seite meine BWT-Zeit mit Mercedes AMG. Eine originale Stoßstange von unserem zweiten Platz aus 2022. Also ganz cool, dass ich das Teil habe und sonst niemand anders. Das ist das Originalteil. Ihr seht's, sehr viel zu entdecken. Ich verbringe super viel Zeit hier. Schwelge in Erinnerungen, auch ganz klar. Aber hier in meiner fränkischen Heimat gibt es noch ganz viel mehr zu entdecken. Und das zeige ich euch jetzt. Dafür werde ich mich hier mal kurz umziehen. Ihr habt es gesehen, wunderschön, traumhaft. Selbst die Sonnenuntergänge sind ein Traum hier. Ich meine, jeder Rennfahrer sagt, ich mache Sport, ich mache Fitness, ich gehe biken. Das gehört natürlich dazu. Ich gehe gerne wirklich einfach nur spazieren. Ich gehe in den Wald, setze mich auf den Hochsitz und schaue einfach in die Natur, lausche so, was die Natur zu bieten hat und das bringt mich unheimlich runter, auch mental. Wenn du dann an die Rennstrecke kommst, dann bist du wieder, hast einen anderen Fokus einfach und du weißt, was du hier tust, ist außergewöhnlich und hast volle Konzentration.
So, schön, dass ihr bei mir wart hier im schönen Frankenland und wir sehen uns bald an der Rennstrecke. Servus!